Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir starten in der Kampagne ein neues Zeitalter, nämlich die frühdynastische Zeit. Während der frühdynastischen Zeit schließen sich die Dörfer, die während der prädynastischen Zeit gegründet wurden, nach und nach zum großen Königreich Ägypten zusammen. Die junge Zivilisation gründet eine Hauptstadt, befestigt ihre Grenzen, erobert die Gewässer und errichtet die ersten monumentalen Gräber. In den weit verstreuten Siedlungen am Ufer des heiligen Nils erblicken mächtige Häuptlinge das Licht der Welt. Sie führen ihr Volk mit starkem Willen an, um das wilde Land zu zähmen und Ägypten in Wohlstand aufblühen zu lassen. Dörfer entwickeln sich zu reichen Städten. Schlammziegel, von der heißen Wüstensonne zu Stein gebrannt, werden zu heiligen Grabern, zu ewigen Ruhestätten der verstorbenen Adligen. Während die Bevölkerung entlang des Nils den äußerst rauen Bedingungen trotzt und um das nackte Überleben kämpft, ist ein lokaler König namens Narmer an die Macht gekommen. Obgleich er über einen großen Teil des Landes herrscht, ist eine vollständige Vereinigung der beiden Königreiche noch lange nicht in Sicht. Narmer wünscht, dass zum Gedenken an seine Thronbesteigung ihre Familie sich in Nechen niederlässt und hier eine neue Stadt errichtet und regiert. Die Stadt wird Tempel zu Ehren vieler ägyptischer Gottheiten und eine große Anzahl an Unterhaltungsstätten besitzen. Ja, in der frühdynastischen Zeit hat sich ein erster lokaler König namens Narmer zum Pharao erklärt. Und unsere vierte Kampagne von Pharao, die erste in der frühdynastischen Zeit, trägt den Namen Nechen, der erste Pharao. Unsere Stadt soll nun 1000 Einwohner beherbergen und wir sollen 10 bescheidene Wohnhäuser entwickeln lassen. Als Sonderziel sollen wir nun Bier brauen. Nicht nur politisch ändert sich einiges in der frühdynastischen Zeit, auch unsere Städte haben sich weiterentwickelt, indem jetzt mehrere Gottheiten gehuldigt werden können. Und das Angebot von Unterhaltungsstätten wird erhöht. Ja, dann schauen wir doch mal direkt in die Karte. Ja, wie schon in der Vorankündigung können wir jetzt Bier brauen und wir haben verschiedene Gottheiten, die wir in unserer Stadt entsprechend huldigen müssen. Und zusätzliche Unterhaltungseinrichtungen in Form des Musikpavillons und des Konservatoriums. Und zusätzlich haben wir nun den Magistrat. Das ist aber hier ein kleiner Fehler, denn in dieser Kampagne können wir das Gerichtsgebäude noch nicht bauen. Im Pausenmodus schauen wir uns die Karte mal an. Wir haben hier den Nil und wir haben beidseitig des Nils fruchtbaren Nilschlamm. Das heißt, wenn wir auch die andere Seite landwirtschaftlich kultivieren wollen, müssen wir wohl hier mit Fährhäfen eine Verbindung herstellen. Gut, ja. Hier drüben beginnt die Wüste. Ja. Wir können Getreide anbauen und Gerste. An Rohmaterial haben wir Ton. Und wir können Geschirr und Bier herstellen. Wir können 3 Gottheiten in unserer Stadt verehren. Osiris, Re und Bast, wobei Re unser Schutzgott ist. Gut, ja, ich würde vorschlagen, wir werden hier in diesem Bereich unsere Stadt gründen. Wir können dann hier gut Nahrungsmittel herstellen und später hier in diesem Bereich auch unsere anderen Güter produzieren. Ja, wenn es sein muss, gehen wir hier entsprechend auf die andere Seite, um diesen Bereich auch zu kultivieren. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Bau unserer Stadt Nechen. Wir haben unser Wohngebiet jetzt in altbekannter Weise errichtet. In der Mitte wieder den Bereich für unsere Dienstleistungsgebäude. Und jetzt hier der Rand wird dann entsprechend mit den Parzellen für unsere Wohnhäuser versehen. Wir werden jetzt mal einige Parzellen ausweisen.
Ich denke mir mal, wir werden jetzt einfach nur die eine Reihe hier ausweisen, damit wir nicht zu viele arbeitslose Bürger haben. Wir werden beim Aufseher der Arbeitskraft die Prioritäten verteilen. Wir werden hier auch bei Religion eine Priorität geben, damit unsere Tempel immer gut mit Arbeitskräften versorgt sind. Ja, dann bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes übrig, als zu warten, dass unsere ersten Siedler unsere Stadt erreichen. Dafür können wir jetzt mal die Geschwindigkeit wieder erhöhen, so auf 70. Ja, und wir warten auf unsere ersten Bürger. Ja, die Parzellen sind schon jetzt hier entsprechend zum Teil besiedelt. Wir werden jetzt direkt anfangen, Nahrungsmittel herzustellen. Wir haben Februar. Dafür werde ich die Geschwindigkeit jetzt nochmal wieder runterschrauben. Wir werden das hier doppelt machen, um nachher hier mit Plätzen die Attraktivität zu erhöhen. Ja, und wir errichten jetzt hier das erste Arbeitslager, ein Silo, und dann werden wir jetzt hier Getreidefelder anlegen. Ja, hier haben wir jetzt unsere 6 Getreidefelder. Die Geschwindigkeit erhöhen wir wieder. Und dann bauen wir hier zum Schutz des Silos auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Und da müssen wir natürlich hier noch die Verbindung herstellen und eine Sperre errichten. Hier der Zipfel kann weg, den brauchen wir nicht. Ja, und unsere ersten Mitarbeiter bestellen jetzt die Getreidefelder. Ich werde hier auch noch mal ein paar Parzellen ausweisen, damit unsere Arbeitsrekrutierer hier schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. So, dann errichte ich jetzt hier das Warenlager für das Getreide. Und stelle das Silo so ein, dass Getreide gefordert wird. So, dann können wir hier noch ein Warenlager für später bauen, nämlich für Geschirr. Und dann baue ich hier auch noch mal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, und etwas Getreide haben wir geerntet. Das reicht aber natürlich noch lange nicht. So, und dieses Lagerhaus soll das Geschirr annehmen. Ja, und ihr könnt jetzt sehen, wenn ihr die Warenhäuser zu spät einstellt, wird Ware eingelagert, die ihr dort nicht haben wollt. Wir haben jetzt hier die 600 Einheiten Stroh. Die kriegen wir natürlich jetzt nicht weg. Da hilft nur Lagerhaus abreißen, nochmal neu bauen und direkt einstellen. Da muss man immer mal drauf achten, dass man das relativ zügig macht. So, wir haben jetzt ein bisschen Getreide im Silo. Da richten wir den Basar. Der kommt hier hin. Ja, dann würde ich auch noch eine Verbindung herstellen. Und mit einer Sperre versehen. So, und jetzt können unsere Marktfrauen auch entsprechend im Silo einkaufen. Ja, und sobald hier die Überschwemmung vorbei ist, werden wir noch ein Arbeitslager errichten und Gerste produzieren für unser Bier. So, die Marktfrau kauft Getreide ein, das heißt, unsere Entwicklung wird jetzt weitergehen. Ja, und das Wasser ist schon weg, obwohl erst September ist. Normalerweise ist das Wasser erst im November weg. Okay, dann noch ein Arbeitslager. Und dann bauen wir mal 2 Gerstenfarmen. Das müsste eigentlich reichen. So,
Der Rest ist mit Getreidefarmen versehen. Und somit haben wir auch das ganze Gebiet des fruchtbaren Schlamms jetzt hier entsprechend mit Feldern versehen. Ja, ich weise hier nochmal ein paar Parzellen aus, weil wir müssen dringend mal unsere Gottheiten besänftigen, denn wir müssen ja auch die Tempel entsprechend errichten. Ja, dann können wir jetzt hier den Tempel des Rehs errichten und für alle anderen Gottheiten errichten wir Schreine. Ja, ich finde, unsere Stadt sieht gar nicht so schlecht aus. Wir bauen die Warenlager für die anderen Produkte. Und zwar einmal für Gerste und einmal für Bier. Ja, und wir sollten die Gesundheitsversorgung in unserer Stadt nicht vernachlässigen. Errichten wir eine Arztpraxis und eine Apotheke. So, damit ist die Gesundheitsversorgung auch hergestellt. Ja, wir haben jede Menge Mitarbeiter, die eine Arbeit suchen. Fangen wir mit der Geschirrproduktion an. Da bauen wir jetzt mal hier 2 Tongruben und 3 Töpfereien. Ja, was habe ich befürchtet, dass uns jetzt Arbeitskräfte natürlich fehlen, aber das sollte gleich mit der Ernte und der Versorgung mit Nahrungsmitteln sich verbessern. Ja, ich denke mir mal, wir kriegen eine reiche Ernte. Schaut euch an, wie gut unsere Felder sich entwickelt haben. Ja, und jetzt wird geerntet. Sehr gut. Ja, den Bazar stellen wir noch so ein, dass er wirklich erstmal nur Getreide kauft. Ja, Lagerhaus und Silo sind prall gefüllt mit Getreide. Damit kommen wir, glaube ich, erstmal gut aus und können alle Bürger mit Getreide entsprechend versorgen. Für die Brauereien und auch für die Unterhaltungseinrichtung brauchen wir auch noch jede Menge Mitarbeiter. Von daher werde ich jetzt hier den Rest der Fläche auch entsprechend parzellieren. Und sobald wir genügend Mitarbeiter haben, fangen wir mit den Bierbrauen an. Und wir haben die 500 Einwohner-Marke geknackt. Ja, ich denke, wir haben jetzt genug Mitarbeiter für unsere Brauereien. Errichten wir 3 Stück. Das sollte, glaube ich, reichen. Verbinden das hier noch. Und dann möchte ich hier noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro haben. Osiris und Bast sind unzufrieden, das kann ich verstehen, da sie keinen Tempel haben. Das sollten wir jetzt auch ändern. Ich habe hier nochmal eine Verbindung zu dem äußeren Straßenring gebaut. So, und dann bauen wir jetzt hier den Tempel der Osiris und den Tempel für Bast. Und dann errichten wir nochmal einen Tempel für Re. Ja, nun müssen wir tatsächlich die Unterhaltungseinrichtungen bauen. Wir fangen hier an. Wir werden hier einen Musikpavillon errichten. Der passt hier sehr gut rein. Direkt die Sperre bauen hier. Und dann bauen wir aber jetzt erstmal eine Jonglierschule. Die kann hier hin. Ja, und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Wir haben jetzt das bessere Häuschen und die benötigen Töpferware. Von daher können wir jetzt hier in unserem Bazar das Geschirr entsprechend freigeben. Wir haben ja auch schon einiges im Lager. Ja, und mit dem Bier, was wir jetzt im Warenlager haben, können wir Steuer eintreiben. Das heißt, unser Steuereintreiberbüro ist freigeschaltet. Und unseren persönlichen Wohnsitz können wir errichten, damit wir auch unser Gehalt beziehen können. Mehr zu diesem Thema in meinem Tutorium Attraktivität und Unterhaltung für Pharao.
Ja, errichten wir das Steuereintreiberbüro. Das kann hier hin. Jetzt, wo wir Steuern eintreiben können, ist auch der Aufseher der Finanzen freigeschaltet. Ja, und wir sehen, dass unser Steuersatz auf 9% eingestellt ist. Das können wir auch erstmal so lassen. Und der Hauptaufseher ist auch freigeschaltet. Ja, und außer dass uns 14 Angestellte fehlen und keine Steuern eingenommen werden, sieht es in unserer Stadt eigentlich sehr gut aus. Ja, ein paar Verschönerungen können wir jetzt mal durchführen. Wir können hier ein paar Gärten bauen. Und wir errichten mal meinen persönlichen Wohnsitz. Der kann dann jetzt hier hin. Sehr schön. Und dann errichten wir hier noch eine Bühne. Die passt da ganz gut hin. Nicht die Sperre vergessen. So, und dann können wir hier auch ein paar Verschönerungen durchführen. Ja, dann bauen wir eine Jonglierschule auch noch hier hin. Ja, und natürlich brauchen wir auch noch ein Konservatorium. Ich baue aber direkt zwei hier genau neben den Jonglierschulen. Ja, und die Gebäude können sich nicht weiterentwickeln, weil die Attraktivität zu schlecht ist, weil sie hier in der Nähe der Produktionsstätten gebaut sind. Da werden wir jetzt mal mit ein paar mittleren Statuen aushelfen. Ja, ich finde, unsere Stadt sieht richtig gut aus. Die Entwicklung ist super. Wir produzieren jede Menge Güter. Wir werden jetzt hier trotzdem noch mal ein bisschen weiter Verschönerungen durchführen. Ja, und wir werden jetzt hier oben noch mal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, und ich würde sagen, wir bauen noch weiter Tempel. Ja, leider ist kein Geld mehr, aber wir kriegen bestimmt noch mal einen Kredit vom Pharao. Jawohl. Gut, dann können wir hier weiterbauen. Ja, und wir haben jetzt die Entwicklung zu dem geräumigen Haus. Das braucht jetzt mehr. Und das können wir jetzt hier im Bazar freigeben. So, und dann können wir hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen, damit hier uns nichts in Flammen aufgeht. Ja, und dann errichte ich nochmal hier eine Töpferei und eine Brauerei. Wir haben noch genug Gerste. Ach, machen wir direkt nochmal 2. Wir haben ja genug Arbeitskräfte. Ja, und wir haben jetzt hier die Entwicklung zum bescheidenen Wohnhaus. Das kann sich erst weiterentwickeln, wenn wir den Magistrat haben. Der ist halt hier noch nicht freigeschaltet. Ja, und wir benötigen jetzt nur noch die 1000 Einwohner und wir haben diese Mission erfolgreich geschafft. Ja, wie gesagt, wir haben die erste Mission in der frühdynastischen Zeit erfolgreich abgeschlossen und wir schauen, wie es weitergeht. Gut gemacht. Dank Ihrer großartigen Führung ist die ägyptische Zivilisation einen großen Schritt vorangekommen und wird in den kommenden Jahrzehnten noch eine enorme Entwicklung durchlaufen. Ja, das wird bestimmt spannend werden. Die nächste Mission in der frühdynastischen Zeit ist Mennefer. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.